Wenn du dein Aufmaß auf der Baustelle als Handwerker noch mit Stift und Papier machst, dann machst du einen großen Fehler. Ich bin Fabio Celentano, bin Geschäftsführer eines Handwerksbetriebs und schon seit über 12 Jahren in der Medienbranche tätig und kann dir aus diesem Grund in dieser Sache perfekt weiterhelfen. Wenn du auf eine Baustelle kommst und anfängst mit Stift und Papier das Aufmaß durchzuführen, hast du mehrere Probleme, die dich danach einholen werden. Das erste ist, dass das Aufmaß eventuell irgendwo verschütt gehen kann. Das zweite ist, Papier ist geduldig. Das bedeutet, je länger das Papier auf dem Schreibtisch verweilt, desto schlechter sind die Chancen, den Auftrag beim Kunden zu bekommen. Im Umkehrschluss ist es so, je schneller dein Kunde das Angebot erhält nach einem Aufmaßtermin, desto mehr ist er geschockt. Mein Gott, ich habe jetzt schon das Angebot bekommen, ich bin dem wichtig. Und das verschafft dir einen mega Vorteil gegenüber deiner Konkurrenz. Und das dritte ist, das Zeitalter des Papieres ist vorbei. Wir gehen in den Weg der Digitalisierung und das lasst uns jetzt gemeinsam in diesem Video kurz erarbeiten. Wenn ich auf eine Baustelle zum Aufmaß machen gehe, dann habe ich einfach mein Handy parat und klicke auf meiner Startseite auf das App-Icon Aufmaßformular, das man hier sieht. Ja, da klicke ich einfach drauf und schon öffnet sich meine Webseite mit einem vordefinierten Aufmaßformular. Das Aufmaßformular sieht dann ungefähr so aus. Hier kannst du zu Beginn beispielsweise alle Kundendaten abfragen. Hat das Büro alle Daten richtig aufgenommen oder fehlen hier vielleicht noch ein paar Daten, die der Kunde ergänzen muss? Zudem kannst du wählen, welche Felder sind Pflichtfelder, das heißt auch für das Büro oder für deine Branchensoftware extrem wichtig oder relevant für deinen späteren Unternehmensprozess. Genau dann passiert es nicht mehr, dass zum Beispiel eine Telefonnummer, die extrem wichtig ist, wenn deine Monteure auf die Baustelle gehen zum Anrufen, nicht vorhanden ist oder im Aufmaß vergessen wurde aufzunehmen und man dann hinterherrennen muss, wie war jetzt nochmal die Telefonnummer, den Chef erreiche ich gerade nicht, ich kann also nicht kommunizieren, dabei geht Zeit verloren, ist alles Geld, das dir auf der Straße liegen bleibt. Ich klicke also dann auf Weiter und dann entscheidet sich, welche Art von Aufmaß führe ich denn eigentlich gerade durch. Bei mir sind es hier zum Beispiel verschiedene Beratungsarten oder Aufmaßarten, können Produktreihen sein oder verschiedene Produkte per se. Das kannst du aufbauen, wie es zu deinem Unternehmen am besten passt. Ich mache hier zum Beispiel jetzt ein Sektionaltoraufmaß und sage bei der Dringlichkeit, Priorität 2. Weil das Tor funktioniert noch, ist alles noch in Ordnung. Und jetzt kommt in der nächsten Seite nur die Fragen, die zu meinem Produkt, das ich davor ausgewählt habe, passen. Diese wähle ich dann aus und das Gute dabei ist, dass auch nichts vergessen werden kann. Wenn jetzt also deine Monteure auf der Baustelle mit diesem Aufmaßformular durchgehen, dann ist es so, dass das Büro immer ein ähnliches Aufmaß vor sich liegen hat, egal ob es jetzt Person X, Y oder Z auf der Baustelle gemacht hat. Das ist ein weiterer Vorteil, der bei Stift und Papier eben nicht möglich ist. Ich gebe jetzt also alle wichtigen Daten, die abgefragt werden, an und habe dann sogar die Möglichkeit, hier über Mehrfachauswahlen schnell zu sagen, welche Dinge sollen hier noch dazu. Und dann kann ich noch zusätzliche Angaben machen, wie zum Beispiel über die Diktierfunktion. Der Boden ist krumm, wir müssen auf der linken Seite spitzen. Diese Informationen helfen jetzt eventuell dem Büro beim Angebot erstellen weiter. Wir brauchen noch zusätzliche Materialien oder wir haben dokumentiert, dass der Boden krumm ist und nachträglich, wenn das Tor zum Beispiel nicht schließt, kann ich dem Kunde zeigen, das haben wir schon beim Aufmaß festgestellt, wenn er zum Beispiel sagt, das wäre noch nicht gewesen. Was auch noch ein weiterer Vorteil ist, ist zum Beispiel Bilder zu machen. Ein Bild am Ende des Aufmaßformulares hinten dran zu hängen und zu sagen, hier, so sah die Baustelle aus, ich mache jetzt kurz ein Bild. Und weiß dann auch einen Tag vorher, das war die Baustelle, da erinnere ich mich dran, da war ich auf der Baustelle und habe das Aufmaß gemacht. Oder der Monteur sagt, ja stimmt, das war da. Sie kommen da schneller an die Baustelle, das war nicht das linke, sondern das rechte Tor, das weiß ich aufgrund von dem Bild. Wie du das machst, das zeige ich dir ganz kurz. Es geht wirklich mit jeglichem Kontaktformular, ob du jetzt J-Form oder Gravity Forms oder das Formular nutzt, das du schon hast. Es ist egal, wie du das machst. Du kannst bei jedem Kontaktformular bedingte Logiken aktivieren und du kannst mehrere Seiten aktivieren oder einzelne Textfelder hinzufügen. Bei mir sieht es zum Beispiel so aus, dass auf der ersten Seite die Personendaten abgefragt werden, dann kommt ein Seitenumbruch und dort wird zuerst abgefragt, welche Art von Beratung oder welche Art von Aufmaß wird gemacht. Und das ist nachher die bedingte Logik. Das ist das Feld, das nachher meinem Kontaktformular sagt, wenn Produkt A ausgewählt wurde, dann zeige nur das und das und das und das an. Zum Beispiel, wenn ich das Produkt Sektionaltor ausgewählt habe, dann soll zum Beispiel die Oberfläche für ein Rolltor nicht gezeigt werden. Hier bei der bedingten Logik sehe ich schon, zeige dieses Feld, wenn eins von diesen Teilen zutrifft, nämlich Art von Beratung ist entweder ein Innenrolltor, ein Außenrolltor oder ein Rollmatic. Ansonsten zeige dieses Feld nicht.
Und so kannst du deine Mitarbeiter dahingehend steuern und schulen, das Aufmaß wirklich stringent nach deinen Vorgaben für dein Unternehmen zu machen. Ich hoffe, der Tipp hat dir weitergeholfen und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Umsetzen deines digitalen Aufmaßformulars. Bis bald.